Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mami Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Kanal gibt es regelmäßig Näh- und DIY-Tutorials, manchmal einen Blick hinter die Kulissen und auch manchmal ein Gewinnspiel. Wenn das etwas ist, wovon ihr gerne mehr sehen würdet, dann abonniert doch den Mommy Made-Kanal und aktiviert vor allem das kleine Glöckchen, denn nur so informiert euch YouTube, wenn ich ein neues Video hochlade und ihr verpasst nichts davon. Viele von euch kennen und lieben die Schüttelmütze. Ich glaube, das ist der Name, der sich am meisten dafür durchgesetzt hat, für die Beanie, durch die ihr oben euren Pferdeschwanz hindurchstecken könnt, die ihr aufziehen könnt, als Look tragen könnt und als Maske, wenn es denn sein muss, oder als Stirnband oder was auch immer. Falls dem nicht so sein sollte, verlinke ich euch das Video nochmal hier oben. Genau, zu dieser Mütze erreichen mich jede Woche mehrfach die gleichen 1, 2, 3 Fragen, weshalb ich gedacht habe, ich mache heute ein kurzes Video zum Thema FAQs zur Schüttelmütze. Und die erste dieser Fragen ist: Wenn ich Motivstoff vernähen möchte, wie muss ich den legen, damit das Motiv hinterher auf der Mütze richtig herum ist? Bitte sehr. Ich lege mir meinen Zuschnitt jetzt so hin, dass das Motiv, wie ihr seht, vor mir richtig herum ist und nähe jetzt daraus diese Schüttelmütze. So, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das ganze Ding wende, also fertig genäht habe, bis auf die Wendeöffnung. Ich zeige euch kurz, was passiert, wenn man das zu einer Mütze schüttelt. So, jetzt ist hier außen mein Stoff genauso rum, wie ich ihn haben möchte. Und wenn ich das Ding wende, dann ist der Stoff auf dem Kopf. Das heißt, ihr könnt es natürlich hinbekommen, wenn ihr den Motivstoff zum Nähen richtig rum vor euch hinlegt, in eurer Ausgangsposition, hinterher eine Mütze zu haben, die mit dem richtig rum Motiv getragen werden kann. Aber wenn euch das egal ist oder euren Kindern und die ein paar Mal eben auch als Loop getragen wurde und sich dann irgendwie umdreht, also eure Kinder werden früher oder später, wenn sie eine Schüttelmütze aus Motivstoff haben, sicherlich mit dem falsch rummen Motiv auch mal rumlaufen. Aber eine Seite ist theoretisch immer richtig rum. So, damit wäre die Frage schon mal geklärt. Die zweithäufigst gestellte Frage ist: Kann ich die Schüttelmütze als Wendebeanie nähen, also aus 2 verschiedenen Stoffen, wo dann hinterher einer außen ist und einer innen? Ich glaube, dabei hilft uns gedanklich jetzt das, was wir eben gesehen haben mit dem Motivstoff schon, denn da haben wir ja eigentlich quasi schon eine Wendemütze kreiert, beziehungsweise haben wir gesehen, dass der obere Teil unseres Stoffstückes, wenn wir ihn nach unten umschlagen, eben auf der jeweiligen Außen- oder Innenseite der Mütze landet. Ergo liegt die Vermutung nahe, dass man das natürlich auch hinbekommen kann mit 2 verschiedenen Stoffen, und zwar indem man das Mützenteil eben aus 2 verschiedenen Stoffen zusammensetzt, wie ich das hier getan habe. Ich habe dafür für die untere Hälfte einen kleinen Mops-Jersey gewählt und für die obere Hälfte einen solchen kuscheligen Strickstoff, wie ich ihn auch für meinen Ärmelschal verwendet habe. Und daraus nähe ich jetzt meine Schüttelmütze. Hier habe ich das Ganze eben schon zum Schlauch geschlossen und jetzt kommt die Nummer, wo wir von oben runterklappen und diese Hausfalttechnik machen, wie ich sie mal nennen möchte, und das Ganze zur Mütze schließen. So, Mütze genäht, einmal wenden. Hier haben wir die Wendeöffnung und jetzt sehen wir auch schon, dass wir das natürlich so tragen können, dass die Kuschelseite außen ist. Aber wenn ich dann hier reingreife, sieht man oben in diesem Wirbel, weil das ja keine geschlossene Mütze ist, auf jeden Fall auch den jeweils anderen Stoff. Gilt auch für umgekehrt, also mit der Jersey-Seite außen und der Kuschelseite innen. Wenn ihr das auf dem Kopf habt, sieht man oben im Wirbel immer ein bisschen von dem anderen Stoff. Wenn ich das jetzt aufziehe und als Stirnband oder Loopschal trage, sieht das mit 2 Stoffen natürlich besonders schön aus. Als Mütze getragen bleibt es nicht aus, dass in dem Wirbel oben natürlich ein bisschen von dem jeweils anderen Stoff zu sehen ist. Bleibt eine letzte Frage, nämlich die Frage, die eigentlich eine Kombination aus den ersten beiden ist: Wenn ich eine Wendemütze aus 2 Motivstoffen nähen möchte, wie müssen die Stoffe aneinander genäht werden? Die meisten von euch können sich das jetzt wahrscheinlich schon denken. Ich zeige es euch kurz, weil Sehen immer besser ist als nur Hören. Das bekommt ihr natürlich hin, indem ihr die Stoffe so aufeinander legt wie hier, nämlich so, dass das eine Motiv in Richtung des anderen Motivs zeigt, damit man, wenn man das umschlägt, dann natürlich beide Motive richtig herum an seiner Wendemütze hat.
So, ich hoffe, anhand dieses kleinen FAQ-Erklärungsvideos könnt ihr jetzt Schüttelmützen in allen erdenklichen Traumvarianten für euch und eure Lieben nähen. Ein weiteres Tutorial auf dem Mommy Made YouTube-Kanal, das sehr beliebt ist und zu dem mich immer wieder Fragen ereilen, ist dieser Ärmelschal, den ich mir jetzt gerade nochmal übergeworfen habe und zu dem ich euch das Tutorial auch nochmal hier oben verlinke. Und dazu erreichen mich eigentlich vor allem immer Fragen zum Material, dazu, wo ich diesen Stoff bekommen habe, ob es den noch irgendwo gibt, ob ich eine Lösung präsentieren kann, welche Art Stoffe funktionieren für den Ärmelschal und was kann ich empfehlen. Und aufgrund der hohen Nachfrage wird es genau zu diesem Thema, genau hier auf dem Kanal, demnächst auch ein FAQ-Video geben. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert doch den Mommy Made Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, denn nur mit dem Glöckchen informiert YouTube euch auch, wenn ich etwas hochlade, dann bekommt ihr eine kleine Vorschau angezeigt und seht dann sofort, worum es geht und könnt dann auf das entsprechende Video springen. Ansonsten geht es hier weiter mit Näh- und DIY-Tutorials. Auch die bekommt ihr natürlich in einer kleinen Vorschau angezeigt auf eurem Handy, wenn ihr das kleine Glöckchen aktiviert. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.